Wir befinden uns heute in der Nähe von Camburg in Thüringen. Die Cyriakuskirche, bei der wir uns befinden, stammt aus dem 11. Jahrhundert und blickt auf eine interessante Geschichte zurück. In der Chronik von Thietmar von Merseburg steht geschrieben, dass eine Gräfin Christina dem Moritzkloster in Magdeburg einen großen Teil ihres Erbgutes in der Burg Stöben übereignete. Die Zeilen stammen aus dem Jahr 999. Deshalb wird angenommen, dass an diesem Ort bereits vor der ersten Jahrtausendwende eine Kirche errichtet wurde. Die ältesten noch vorhandenen Überreste werden von Archäologen jedoch ins 11. Jahrhundert datiert. Jedenfalls gilt die Cyriakuskirche als das älteste noch erhaltene Gebäude in Thüringen. Die in der Chronik erwähnte Burg scheint auf dem Gelände leider nicht mehr nachweisbar zu sein. Es könnte sich dabei um einen reinen Holzbau gehandelt haben. Laut manchen Quellen war die Kirche ursprünglich als Wehrbau konzipiert, welcher den hier ansässigen Christen Schutz vor den heidnischen Slawen bieten sollte. Für dies spricht, dass der Sporn, auf welchen die Ruinen liegen, im Westen durch einen Wall gesichert wurde. Im Osten und Süden ist der Standort durch steiles Gelände von Natur aus gut geschützt. Im Grundriss eine Kreuzform bildend, bestand das Bauwerk aus einem Langhaus, einem Priesterraum, Presbyterium genannt, sowie einem Altarraum. Das Presbyterium wurde außerdem von 2 Seitenräumen flankiert. Teile der Arkaden, welche als Abtrennung fungierten, sind noch erhalten. Zudem ist auch noch ein kleines Fenster an der Südseite zu sehen. Vergleichbare Bauten sind in Ostthüringen nicht bekannt. Die erste direkte Erwähnung einer Kirche an diesem Ort stammt aus einer päpstlichen Bestätigungsurkunde aus dem Jahr 1121. Darin wird die Zugehörigkeit zum Augustiner Chorherrenstift Neuwerk an der Saale bescheinigt. Im Zuge der Reformation wurde das Gotteshaus im Jahr 1539 aufgegeben. Danach verfiel die Kirche und diente als Baumateriallieferant für neue Gebäude in den umliegenden Ortschaften. Die erste archäologische Untersuchung fand bereits 1885 statt. Bei dieser stieß man auf 2 unterirdische Gänge, von welchen einer heute noch ein kurzes Stück begehbar, der andere hingegen verschüttet ist. Diese Gänge sollen angeblich nach Camburg und unter der Saale hindurchgeführt haben. Eine Legende erzählt, ein reicher, hartherziger Bauer habe einst am anderen Saaleufer gelebt. Sein Sohn verliebte sich in eine arme Waise. Der Vater wollte diese Verbindung natürlich um jeden Preis verhindern und brachte den Jüngling ins Kloster.
Dieser entdeckte jedoch eine Falltür, unter welcher sich ein Gang verbarg. So schlich er sich mit einer Laterne Nacht für Nacht heimlich aus dem Kloster, um seine Geliebte zu treffen. Doch dann geschah ein Unglück. Als er wieder einmal ins Kloster zurückkehrte, fiel die Falltür zu und schlug ihm die Hand mitsamt der Laterne ab. Er verblutete elendiglich. Als man ihn fand, fehlten von Hand und Laterne jegliche Spur. Es wird berichtet, dass sich seitdem in der Herbstzeit manchmal ein umherirrendes Licht von der Cyriakuskirche hinunter zur Saale bewegt, den Fluss überquert und dann verschwindet. Im Jahr 1930 fanden erneut Ausgrabungen statt. Dabei stieß man auf einen Holzsarg, welcher ein weibliches Skelett enthielt. Beigaben sind nicht überliefert. Theorien zufolge soll es sich dabei um die Stifterin Gräfin Christina oder Adelheid, die Gattin von Graf Dietmar von Selbold-Gelnhausen handeln. Die Untersuchungen förderten auch eine Reihe keramischer Funde zutage, welche ins 11. und 12. Jahrhundert datiert wurden. Im Anschluss wurden die Ruinen saniert. Dabei sollen die Mauerreste teilweise stark verändert worden sein. 2007 fanden im Kirchenschiff weitere Ausgrabungen statt, bei welchen man eine Fußbodenpflasterung entdeckte. Das Fundmaterial dieser Grabung wird in das 13. bis 16. Jahrhundert datiert. Interessante Legende. Und ich kann euch sagen, ein Ausflug hierhin, der lohnt sich allemal. Denn neben den altehrwürdigen Gemäuern gibt es etliche Sitzgelegenheiten für ein Picknick oder eine kurze Pause. Und der Weg hierhin ist ganz besonders schön. Das war's für heute. Ich hoffe, die Geschichte hat euch gefallen. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne eine Message hinterlassen in den Kommentaren. Und dann wünsche ich euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Video.